Thank you for coming. Okay. Okay, so thank you for this introduction and this invitation. I came to Hamburg originally to attend a conference, a 3-day conference organized through the university. It was on Buddhism in dialogue with contemporary society. Ursprünglich bin ich nach Hamburg gekommen, um an einer Konferenz teilzunehmen, die von der Universität organisiert war, mit dem Thema Buddhismus im Austausch mit heutiger Gesellschaft. And originally, in coming here, I was planning, first, the way I understood it originally, when I came here, I would not be giving a formal Dharma talk, but would just be sort of opening the gathering with some casual remarks, opening remarks, and then just throwing it open into a conversation or discussion. But then after the conference in Hamburg, Gina Varro suggested that I give a kind of less formal presentation of the paper that I gave in Hamburg, at the conference in Hamburg. Also ursprünglich war abgemacht, dass Bhante einfach nur so Freundschaft mit uns schließt und über irgendwelche Dinge informell spricht und vielleicht ein paar Fragen beantwortet und mehr für die Verbindung kommt. Aber dann habe ich nach der Konferenz vorgeschlagen, dass Bhante nochmal in informeller Weise das gleiche Thema wie auf der Konferenz anschneidet. I add now also the reason because you hadn't. I was going to add that. Okay, please, then you go ahead. Okay. Yeah, originally I was a little bit skeptical about that suggestion because I didn't know, I still don't know how it will go over with just a general audience rather than an audience of academics specializing in the sociology of Buddhism. But Gina Varro thought it was a quite important paper for understanding contemporary Buddhism. And also one thing that happened at the conference, because I gave the first paper, and I think the system of timing the papers had not yet been fully worked out. So I got about maybe 2/3 of the way through my paper, 3/4 of the way. Then I looked up after 20 minutes. When I went to present the paper, they said everybody has a half an hour. But when I got to the 20-minute mark, I looked up at the organizer and I said, "How am I doing time-wise?" And he said, "Your time is almost up. Wrap it up." So, ursprünglich, als ich diesen Vorschlag gemacht habe, hat Bhante gedacht, dass das Thema doch etwas unpassend hier sein könnte, weil die Zuhörer hier keine soziologisch geschulten Buddhisten sind und der Rahmen vielleicht nicht passt, aber dann gab es diese Situation auf der Konferenz, dass der Vortrag von Bhante, das war eigentlich der Eröffnungsvortrag, nach kurzer Zeit schon abgebrochen wurde, weil er so höflich war und gefragt hat, wie bin ich mit der Zeit, und er hatte nur 20 Minuten gesprochen, aber jemand sagte dann gleich von den Verantwortlichen, dann fassen wir zusammen, wir haben keine Zeit mehr, und dadurch ist dieses wichtige Thema nicht zu Ende gebracht worden. Und der Gedanke war, dass es vielleicht so wichtig ist, dass man es nochmal präsentiert. Yeah, and this somewhat shocked me because I was just coming to what I thought was like the heart of the paper, the main points in the paper. And then I just had 1 minute to wrap it up. And I was actually timing myself. I had my clock alongside, and I could see that I had just spoken for 20 minutes. And sort of I asked, "How am I doing time-wise?" Almost like a gesture of politeness. But then the organizer told me to stop. Also wie ich eben schon gesagt habe, nach 20 Minuten, das war eher eine Geste von Höflichkeit von Bhante, dann zu fragen, wie er in der Zeit liegt. Und er hatte noch nicht mal 2/3 seines Vortrags, vielleicht sogar weniger, vorgetragen, war noch eigentlich gar nicht zum eigentlichen Punkt gekommen, und es war dann irgendwie schade, dass das nicht zu Ende präsentiert werden konnte. Und das war vielleicht einfach sozusagen ein bisschen zu zögerlich auf seiner Seite, weil andere haben danach mehr Zeit genommen. And so I'm supposed to be a humble, simple, polite monk.
So I wrapped it up in 1 minute. Ja, so weil jeder von mir erwartet, dass ich natürlich ein demütiger und bescheidener Mönch bin, habe ich das versucht in einer Minute schnell noch zusammenzufassen. But then I saw the speakers who came after me fighting for every minute. Aber die Redner nach mir waren nicht so, die haben dann einfach um jede Minute gefeilscht, um weiterzusprechen. When they were given the signal to wrap it up, they didn't hesitate to say, no, I have to continue. Als die anderen Redner dann auch unterbrochen wurden, dann haben die natürlich nicht zurückgehalten zu sagen, nein, ich habe noch Zeit und dann um jede Minute zu kämpfen. And I wanted to stand up and say, well, I stopped, you have to stop too. Am liebsten bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich muss aufhören, jetzt hörst du auch auf. Okay, so the theme, or the title of my talk or presentation was called Manifesting the Buddha Dharma in a Secular Age. Das Thema, das ich vorgetragen habe, war die Darstellung des Buddha Dharma in einer säkularen Welt. Yeah, and so the questions that I was dealing with in the paper were mainly 2 questions. One was, why did Buddhism really start to gain ground in the West starting in the late 1960s? That was the first question. And then the second question is, why has Buddhism, as it's been developing in the West, taken a largely secular turn, even leading to the appearance of a phenomenon that's called secular Buddhism? I quickly translate while you drink. Also es geht in diesem Papier hauptsächlich um 2 Fragen. Einmal, wie es dazu kam, dass besonders in den 60er Jahren der Buddhismus so massiv hier akzeptiert wurde und flourishing, also zum Blüte kam. Ja. Und die zweite Frage ist, warum er dann so eine Wende Richtung säkularem Buddhismus genommen hat. Yeah, and both of these questions have been of concern to me. First, because G. Navarro sort of, in a sense, indicated this, that I became involved with Buddhism about the period 1967, 1968. So I'm part of that generation, the pioneering generation. Let's say, This is usually the youngest generation. Usually this is the younger generation who has the phone that... I quickly translate this. Da ich das angeregt, also ich glaube, ich habe irgendwie mir ist aufgefallen, dass Bhante eigentlich auch in den 60er Jahren angefangen hat als Buddhist und er hat gedacht, vielleicht passt das darüber zu sprechen. Yeah, and then I've been through the years, I would say, something of a non-secular Buddhist in then finding myself suddenly surrounded by more and more people who are advocating and adopting the forms of Buddhism that are now called secular Buddhism. Ja, also ich war im Grunde genommen eher ein nicht säkularer oder sagen wir, can I say traditional Buddhist, non-secular? Oh. Yeah, I don't know whether I'm such a traditional. Ja, auf jeden Fall gehörte ich nicht zu dieser säkularen Richtung, aber irgendwann habe ich entdeckt, dass ich von vielen säkularen Buddhisten umgeben bin. Yeah. And so what I've observed, okay, we have particularly maybe this idea of secular Buddhism, I think was already appearing maybe manifestations in the 1970s, 1980s, 1990s, but then it might have defined itself consciously and deliberately confined itself maybe in the late 1990s with the work of Stephen Batchelor. So die Ideen oder die Form eines säkularen Buddhismus haben wahrscheinlich ihre Anfänge in den 70ern, 80ern, also in the 60s, started also in the 60s? I think the 1960s, the approach to Buddhism was still very, let's say, amorphous, not clearly and sharply defined. At that time we were just sort of approaching Buddhism and still with a very open, inquisitive attitude, what is Buddhism about?
Ja, so in den 60er Jahren war das noch eher die Frage, um was geht es im Buddhismus, aber in den 70er, 80er Jahren sind die Ideen aufgekommen eines säkularen Buddhismus, der aber seine eigentliche Form erst Ende der 90er Jahre, besonders durch die Arbeiten oder Bücher von Stephen Batchelor, erhalten hat. Yeah, but I think sort of the ground for the emergence of secular Buddhism might have already been laid in the 1960s because of the concerns with which people were bringing, those of us in my generation, the concerns that we were bringing to our involvement with Buddhism. So die Anliegen oder die Gründe, warum wir uns für Buddhismus interessiert haben in den 60ern oder was wir sozusagen an Fragen mitgebracht haben in diesem Buddhismus, den wir kennengelernt haben, das mag eventuell schon eine Grundlage gewesen sein für den späteren säkularen Buddhismus. Also die Ursprünge liegen wahrscheinlich in dieser Zeit tatsächlich von den Anfängen. Yeah, for one thing we came from, I'm speaking from an American perspective now, and from an urban American perspective, I grew up in New York City. Joseph Goldstein came from upper New York State, Jack Kornfield, I'm not sure where he grew up, Sharon Salzberg, also from New York City. So we came, actually Sharon came from Buffalo, New York. Mhm. But I came from a secular Jewish background, so did Joseph Goldstein, Jack Kornfield, Sharon Salzberg, even some of the pioneers in the Zen movement in the US, Tibetan movement, came from a secular background in which the kinds of questions that we were asking, what we were seeking, was not another religion, but the concerns were largely generated by what we might call an existential perspective. Like, what is the meaning of life? What is of value in life? So, mein eigener Hintergrund war ja ein jüdisch-säkularer und das ging anderen auch, besonders ein urbaner, also Bhante ist in New York aufgewachsen und andere frühe Buddhisten aus der Zeit, die auch jetzt sehr bekannt sind, Joseph Goldstein. Goldstein, ne? I guess in German. Ja. Jack Kornfield, sehr bekannt, und Sharon Salzberg, you could say. Die hatten einen ähnlichen jüdisch-säkularen Hintergrund und die Frage, die sie alle Richtung Buddhismus gebracht haben, war nicht unbedingt Antworten auf religiöse Suche, sondern das waren eher, your question were rather concerned with existential. I would say like existential issues. Ja, existenzialistische Fragen. Not necessarily like existentialist philosophy, but with questions like, what is the meaning of life? Why are we here? How do we find meaning in life? Genau, die Fragen nach dem Sinn des Lebens und wie man in diesem Leben Sinn finden kann und wo man herkommt. Genau, das waren unsere. And then also the background of that period was also largely governed by the rise and importance of psychology. Ja, die Zeit war auch geprägt von dem Entstehen und Bekanntwerden Scientology. Psychology, not Scientology. Psychologie, genau. And so, through the influence of psychology, we realized the importance that it's essential to be able to find happiness, to understand one's own mind, to change one's own mind. Ja, also durch die Fragen, die damals entstanden, war es wichtig war es uns klar, dass man den eigenen Geist verändern muss und öffnen muss. Und what else did he say? Glück. Wie man Glück finden kann, genau. And then different forms of psychotherapy were appearing in the United States and more broadly in the West in that period. Verschiedene Formen oder neue Formen der Psychotherapie sind in Amerika oder zumindest im Westen entstanden. And so there was some, widespread idea that the key to finding happiness in life, meaning in life, value in life, lay in the transformation of the mind. Ja, so es war eine weit verbreitete Ansicht, dass der Schlüssel zum Glück in der Transformation des eigenen Geistes liegt. And the American spirit is very, concrete and experiential. It's something that one
one has to be able to experience for oneself, not just rely on belief. Ja. Und die amerikanische Einstellung ist sehr konkret. Man muss die Sachen selber erfahren und nicht sich auf andere verlassen. Ja. Oder daran glauben. Yeah, so this was the sort of the background to which those in that generation of the middle and late 1960s came to Buddhism. So, das war der Hintergrund derer, die Ende der 60er sich Buddhismus zugewandt haben. Yeah, and during that period also, not a lot of books, but some books were being published on Buddhism. Ja, es gab nicht viele, aber es wurden einige Bücher über Buddhismus damals schon veröffentlicht. Yeah, both scholarly books and popular books. Also sowohl wissenschaftliche Bücher als auch populärwissenschaftliche oder Even there was a cult around this writer, I think his name was Lapsang Rampa. There was a series of books supposedly by this mysterious Tibetan Lama called Lapsang Rampa, The Secret of the Third Eye. Aha, es gab also Bücher eines Lapsang Rampa. Maybe he's not even public, I don't know, is he known today? Okay. But it was sort of, Lapsang Rampa? I think we don't know them. anyway, Über die the Frage cave of the ancients. ja genau, praktisch das Grab der Vergangenheit, oder wie würde man das so nennen? Vorfahren. Und was war das mit dem Auge nochmal, der Titel? Das dritte Auge, genau. You know, it was like a whole series of books that was published, and people were, and he would describe all of these psychic feats and miraculous powers that the lamas had. Okay, also einige Bücher sind von ihm erschienen und er hat darin diese übernatürlichen Wirkungen, übernatürlichen Kräfte beschrieben, die Erscheinungen, die Lamas. And he wrote his biography of being brought up as a boy and trained in these mystical psychic powers in Tibet. Ja, also er ist als Kind so aufgewachsen in diesen mystischen und in diesen, wie sagt man, übernatürlichen Kräften, ja, und hat die beschrieben in seiner Biografie. And then somebody found out that the so-called Tibetan Lama who was writing this was actually a retired plumber in England. Dann hat jemand herausgefunden, dass die Person, die das wirklich geschrieben hat, ein schon pensionierter Klempner in England ist. Ja. Okay, in my own case, when I was in graduate school in 1967, then a Buddhist monk from Vietnam came to study in the same graduate school. And then I became friends with him, and then he became my first Buddhist teacher. Mm-hmm. And so in this way, I got sort of connected to the religious stream of Buddhism. Ja. I put religious in quotation marks. Als ich 1967 in der Graduate School, also praktisch in der Hochschule, studiert habe, da gab es einen Studenten aus Vietnam, durch den bin ich in Kontakt mit Buddhismus gekommen und hatte meine ersten praktische Erfahrungen mit Buddhismus als Religion in Anführungszeichen. And so, in this way, I didn't get drawn into the current of secular Buddhism, because I became, through my contact with the Vietnamese Buddhist monk, then that planted in my mind the idea to become a monk myself. So, ich bin dadurch nicht sehr stark in diese Bewegung des säkularen Buddhismus reingezogen worden, sondern durch die Begegnung mit dem vietnamesischen Mönch. It was a monk actually, yeah? It was a monk, yeah. Mit dem Mönch aus Vietnam ist bei mir der Gedanke entstanden, ich möchte buddhistischer Mönch werden. Okay, so over the years now, as Westerners became more involved with Buddhism, they brought their own, let's say, their own perspectives, their own modes of understanding to their engagement with the Dharma. Je mehr sich der Westen mit dem Dharma oder mit Buddhismus beschäftigt hat, hat er seine eigenen Anliegen und Ansichten in diesen Buddhismus hineingebracht oder in den Dharma. Yeah, so what we have maybe
I can use that expression from Gadamer, Gadamer, the German philosopher. Gadamer. Yeah, he uses the expression fusion of horizons. Ah, Fusion of Horizons. Wie würdest du das übersetzen? Die Verschmelzung des Entstehen. Ne? Der Horizonte. Ja, das Zusammenschmelzen der Horizonte. He's a good translator. Yeah. So, es gibt diesen Maybe if he could help you, Yes. if he could sit over here and help. You want? Well, or here, doesn't matter. Yeah. So dieses Buch, just go ahead and translate that sentence. I don't know if anybody knows Gadamer's writings. He has this expression, fusion of horizons. Ja, Somehow I assume that all Germans know George das Gadamer. Zusammenschmelzen, also dieser Titel von diesem Philosoph, den wir nicht kennen, ist das Zusammenschmelzen verschiedener Horizonte. Ja, so ungefähr. In this way it was introduced. Buddhism in this way was taken up. Yeah, because whenever we approach any subject, we always approach it with our own kind of preliminary understanding, our own the kind of mental habits, conceptual frameworks that we use ourselves. Yeah. We approach the subject that we're studying. So immer wenn wir uns mit etwas beschäftigen oder das studieren, dann bringen wir natürlich unser Vorwissen, unsere Vorstellungen, unsere what was this? Yeah, those are the kind of expressions that. Genau. In dieses Thema rein. Okay, so over time, as this process of, let us say, of Western attempts to understand and to adopt Buddhism, as it developed, eventually there came a kind of division emerging amongst the followers of Buddhism, a division into two broad camps that, for convenience, I call traditional Buddhism and secular Buddhism. So dadurch ist mit der Zeit langsam haben sich zwei Lager herauskristallisiert, die Bhante traditionellen Buddhismus im Vergleich zu säkularem Buddhismus nennt. And I say that these two terms, so let's say that these two terms, traditional Buddhism and secular Buddhism, are imperfect, not fully adequate, but they're abstractions representing, I say, the end points of a spectrum Ja, rather than two sharp categories. ja. So diese beiden Begriffe sind etwas ungenügend. What was the term actually? Yeah, imperfect. Yeah, I say not sufficient, right, to describe the two. Yeah, they're not, let's say that they're imperfect terms. And so they shouldn't be taken as representing like sharp, absolutely different categories. Right. But they're endpoints of a spectrum, and then there can be many different possibilities along that Ja. spectrum. Also diese beiden Begriffe bezeichnen nicht wirklich einen Endpunkt, sondern sind so der Endpunkt Nicht eines die Spektrums. absolute Trennung. Genau, sondern dazwischen gibt es alle möglichen Färbungen von Buddhismus zwischen diesen beiden groben Punkten sozusagen. Yeah, but for convenience, we could use them as terms of convenience, and then I could sketch in the main characteristics that distinguish these two camps. Ja, also wir nehmen das als Eckpunkte einer groben Einteilung und Bhante wird dann verschiedene Seiten davon in der Mitte beleuchten. Okay, so traditional Buddhists, and this applies whether it's followers of Theravada, the East Asian Mahayana, Zen, or Pure Land Buddhism, or Tibetan Buddhism, except what I would call the central worldview, or the shared worldview of the Buddhist canonical texts. So auf der traditionellen Seite, traditioneller Buddhismus, wären die Buddhisten, die man identifizieren kann mit den Schulen des Mahayana, zum Beispiel Zen, tibetischer Buddhismus, reine Landschule und auch Theravada. Yeah, yeah. So, Die sich mit auf die kanonischen Texte beziehen oder ihre kanonischen Texte. and so the main features of this worldview are that human life is part of a beginningless process of rebirth we call Samsara,
So, was ihnen gemeinsam ist, was ihr Kennzeichen ist, dass die Menschheit sich in einem Zyklus der Wiedergeburt versteht oder befindet, den wir Samsara nennen. And living beings migrate from life to life within samsara. Und darin, in diesem Samsara, gehen die Wesen eben von einer Existenz zur anderen über. And that the process of migration is not confined only to human existence, but there are other realms of existence above and below the human realm, various hell realms, various heavenly realms. Und das ist nicht begrenzt auf die menschliche Wiedergeburt, sondern es gibt auch Bereiche über dem menschlichen Bereich und unter dem menschlichen Bereich und es ist auch nicht auf Menschen allein begrenzt. And that what governs this process of transmigration or rebirth is our karma, our volitional activities. Und bestimmt wird diese Wiedergeburt oder dieses Wiedererscheinen, dieses Übergehen in andere Leben von unserem eigenen Karma. And the ultimate goal for the Buddhist practitioner is to gain liberation from the cycle of repeated birth and death. Genau, und das endgültige Ziel des Dharma oder des Buddha-Dharma ist, dass man eben aus diesem Zyklus von karmisch bedingter Wiedergeburt aussteigen kann. You know, there might be like differences in the way these concepts are interpreted in the different Buddhist schools, and differences in detail, but in a general way, this forms the common core of all of the traditional forms of Buddhism. Obwohl da unterschiedliche Erklärungen und Überzeugungen sind, wie man das versteht, sind sich doch alle Buddhisten darin einig, dass das sozusagen die Core, was heißt Core, die Kernlehre des Buddhismus ist oder zur Kernlehre des Buddhismus gehört. Ne? Okay, then in contrast to this, the form of secular Buddhism rejects these premises or this framework as being, if I can borrow an expression from Stephen, my friend Stephen Batchelor, ancient Indian metaphysics. Genau. Also im Gegensatz dazu postuliert eben der säkulare Buddhismus, der Vertreter des säkularen Buddhismus, und Bhante zitiert seinen Freund Stephen Batchelor, dass das alles auf alten metaphysischen Vorstellungen des alten Indiens beruht. Is that correct? Yeah. And then they say, and I want to say that secular Buddhism is not confined to the writings of Stephen Batchelor. Yeah. So Like in America, there's something called the Secular Buddhist Association, and they don't associate themselves with Stephen Batchelor at all. So, das bezieht sich nicht nur auf Stephen Batchelor, es gibt auch eine Gesellschaft zum Beispiel, die sich säkularer Buddhismus nennt. Das ist also nicht einzuschränken auf eine Person wie Stephen Batchelor, diese Überzeugung. Yeah, so I think what unites the secular Buddhists is that they would say that the traditional Buddhist worldview is a product of ancient Indian thought. We now live in the 20th, 21st century where the understanding of people is largely governed by the premises or the worldview of naturalistic science. Genau. So, was diese verschiedenen Vertreter des säkularen Buddhismus gemeinsam haben, ist, dass sie eben sagen, dass der traditionelle Buddhismus auf Überzeugungen und Vorstellungen des alten Indiens beruhen, die der heutigen modernen wissenschaftlichen, was war das? Die naturwissenschaftlichen Welt nicht mehr gerecht werden. And so to make the teachings of Buddhism meaningful and acceptable to people today, we have to remove that framework of the ancient Indian doctrinal framework. Ja. Has to be removed while keeping such teachings as the Four Noble Truths, the Three Characteristics, the Noble Eightfold Path, but interpreted from an entirely naturalistic point of view. Ja. So, um die Lehre des Buddhismus oder des Buddha-Dharma für moderne Menschen akzeptabel und zugänglich zu machen, so die Meinung der säkularen Vertreter oder Vertreter des säkularen Buddhismus,
müssen aus diesem traditionellen Buddhismus die Elemente herausgenommen werden, die eben zur Überzeugung, Lehrüberzeugung des alten Indien gehören. Und Dinge wie die 4 edlen Wahrheiten, die 3 Charakteristiken der Wirklichkeit und der noble achtfache Pfad müssen neu interpretiert werden nach unseren heutigen Erkenntnissen. Yeah, so the secular Buddhists say that rather than starting with this ancient Indian worldview, we start with our immediate situation in this world, where we meet with different forms of suffering, stress, dissatisfaction. So statt uns auf Themen oder Ansichten des alten Indiens zu beziehen bei der Beschäftigung mit dem Buddhismus, so sagen die Vertreter des säkularen Buddhismus, sollten wir uns mit dem beschäftigen, was unmittelbar hier in diesem Leben uns betrifft und woran wir leiden, was für uns unzufrieden ist, was wir überwinden wollen in diesem Leben. In dieser Situation, in dieser Gesellschaft. And then if we sort of examine our experience, we can see that the suffering that we meet, or at least a great part of it, is due to our own greed, aversion and delusion. Mhm. So, da stellt man eben fest, dass ein Teil unseres Leidens darin besteht, dass wir Begierde haben, dass wir Ablehnung haben und dass wir Verwirrung haben oder Täuschung. And we can also see that through the practice of the Buddha's teachings, things like observing precepts, developing loving kindness, practicing mindfulness, we can reduce greed, hatred, and delusion and experience greater happiness and contentment in our lives. Und dass man eben durch die Annahme der buddhistischen Lehre und durch das Praktizieren von Gelübden und von, what was the other that we practice? Liebende Güte und Achtsamkeit eben unser Leben verbessern können und, was war das Ziel? Frei? Glücklich sein können. Okay, so this is, in broad terms, the distinction of traditional Buddhism and secular Buddhism. But then as I was developing this paper, I realized that there's actually a third alternative, which I say might be the most prevalent form of Buddhism in the West today. So während ich diese beiden Lager sozusagen beschrieben habe in meinem Paper, ist mir aufgefallen, dass es noch eine dritte dazwischenliegende Situation gibt, die wahrscheinlich tiefliegender uns hier im Westen beschäftigt und der Buddhismus wahrscheinlich stärker daraus genährt ist als aus diesen beiden Eckpunkten. Yeah, and this is what I coined an expression for this. I call this imminent Buddhism. Mm. Is it possible to translate that as world imminent? I think that's the sense. That would be the sense. Yeah. Because maybe in German doesn't work. Der Begriff, den Bhante dafür gewählt hat, ist immanenter Buddhismus. Also ich habe deswegen gefragt, ob man das auch als weltimmanent übersetzen kann. Aber ein Buddhismus that is concerned with the immanent experience. Yeah, I'm going to sort of explain what it is. Okay, so what I mean by this expression is an approach to the Dhamma that avoids doctrinal issues to focus almost entirely on existential and psychological concerns. Ja, so praktisch ein Buddhismus, der verzichtet, sich mit Lehrüberzeugung zu beschäftigen und sich mehr mit, könnt ihr nochmal helfen? Existenziellen und psychologischen. Genau, habt ihr es gehört? Psychologischen und existenziellen Fragen beschäftigt. Genau. Yeah. It seems that the eminent Buddhists and secular Buddhism seem, on the surface, they seem very similar, but the secular Buddhists, as I've encountered them, deliberately and consciously reject the traditional framework of Buddhism, the traditional doctrines of karma, rebirth, samsara, nirvana, whereas the imminent Buddhists are not concerned with doctrinal issues, hardly concerned with doctrinal issues,
but rather they take up the Dhamma, I say, as a practical means of inner transformation in order to get more deeply in touch with our own inner nature, to relate more, to have better relations with other people, and a more wholesome relationship with the natural world. So während an der Oberfläche diese beiden Lager immanent und säkular ähnlich sind und wahrscheinlich gleich aussehen, ist es so, dass der säkulare Buddhismus eher eine stärkere Ablehnung der traditionellen Ansichten hat, während der immanente Buddhismus oder die Leute, die zum immanenten Buddhismus gehören würden, eher besorgt sind um das, was sie praktizieren, was ihr, da habe ich jetzt die Stichworte leider vergessen, ihr Innenleben, genau, und kümmern sich nicht so im Dogmen, sondern sind mehr mit der Transformation beschäftigt. Okay, so the secular Buddhists, at least some of them that I've known, very diligently study the Pali Suttas and then try to extract from the suttas the teachings that they find useful and meaningful, and then consciously reject other teachings that they find to be part of the ancient Indian worldview. Whereas the imminent Buddhists, as I said, they're not concerned with these doctrinal issues, but they approach the Dharma very much in a purely pragmatic way, with a particularly, I would say, psychological orientation towards the teaching. So während die säkularen Buddhisten sich tatsächlich stark mit dem Pali-Text auch beschäftigen und daraus Bedeutungen herausziehen oder extrahieren, die relevant sind für heute, und aber what did they reject consciously? Yeah, I say Die indische Überzeugung darin ablehnen. So sind die immanenten Buddhisten eher mit der pragmatischen Seite der Praxis beschäftigt, mit den psychologischen Aspekten, die da entstehen. Yeah, so I say the teachers in the field that fall into this category of imminent Buddhism, often their background is actually that of being trained as psychotherapists. And so they bring a very heavily psychological orientation towards their relationship with the Dharma. Die immanent ones. The imminent Buddhists, yeah. So besonders die Lehrer in der Richtung des immanenten Buddhismus kommen oft aus dem Hintergrund der Psychotherapie und bringen diese Orientierung in den Dharma mit rein. Die sind nicht, they're not trained psychotherapists. Excuse me? You said. Trained psychotherapist. Yeah. Okay. Quite a large number have a background in psychotherapy. Yeah. Yeah, and sometimes they'll quote little bits and pieces from the suttas, whatever sort of appeals to them. But they don't undertake what I would call an intensive study of the canonical texts, the way many of the secular Buddhists do. Mhm. So diese immanenten, die Vertreter des immanenten Buddhismus orientieren sich und studieren schon Teile des Pali-Kanons, aber sie betreiben kein intensives Sutta- oder Kanon-Studium. And then some of the eminent teachers will say things like, some will even reject the designation Buddhist, and they'll say that the Buddha himself was not a Buddhist, or the Buddha didn't teach Buddhism, he taught the Dharma. Genau. Also diese immanenten Buddhisten lehnen sogar den Begriff Buddhist
zum Teil ab und sagen, argumentieren, dass der Buddha keinen Buddhismus gelehrt hat und kein Buddhist war, dass er den Dharma gelehrt hat. And then a point I have to emphasize is that this designation, imminent Buddhism, it's a term that I coined myself, but the teachers in this particular stream or mode don't say, we are imminent Buddhists. Like the secular Buddhists say, we are secular Buddhists, not traditional Buddhists. But the teachers that I call the imminent Buddhists don't think of themselves, we are imminent Buddhists. It's just a particular style of teaching. Also diese Bezeichnung immanent ist natürlich ein Wort, das Bhante sich ausgedacht hat. Buddhisten in dieser Richtung würden sich so nicht bezeichnen, während die säkularen Buddhisten schon sagen würden, wir sind säkulare Buddhisten. Genau, und sie haben aber einen bestimmten Stil, der ihnen ähnlich ist. And then I took as an example to show how a difference takes place between traditional Buddhism and the imminent Buddhism. I used an example of the ultimate goal of the practice. Okay, for traditional Buddhism, at least the schools of early Buddhism, the ultimate goal is a state or attainment called vimukti, which is liberation, which means liberation from the mind's defilements, and then liberation from the cycle of birth and death. Gut. Um ein Beispiel zu geben, was traditionelle und immanente Buddhisten als Endziel ihrer Praxis haben, fangen wir mal an mit den traditionellen Buddhisten, die jedenfalls, wenn sie sich auf frühen Buddhismus beziehen, Vimukti oder Vimutti in Pali als Ziel haben, Befreiung, die Überwindung von Leid und endgültige Befreiung aus dem Leid. Yeah. Whereas if you look at sort of the books and listen to the talks of the imminent teachers, one finds that the word they use most often is freedom, that the aim of our practice is freedom. But by this they mean, if I might refer to the paper, they say that they emphasize the freedom to participate more actively and joyfully in the world. Ja, die immanenten Buddhisten bevorzugen den Begriff Freiheit über Befreiung und meinen damit die Möglichkeit der aktiven Teilnahme an allem, was das Leben bietet. Yeah, and then I quoted Jack Cornfield, who was somewhat of a teacher in this mode, who says that after we awaken, we are now truly alive, able to work, love, and enter life fully with an open heart. So ein Zitat von Jack Cornfield, ein nicht Vertreter, aber jemand, den man zu dem immanenten Buddhismus zuzählen kann, der sagt, nachdem wir befreit sind oder erwacht sind, können wir nun endlich wirklich arbeiten, lieben und what was the last? To enter life fully with an open heart. Ja, und endlich in der ganzen Fülle und mit einem offenen Herzen uns dem Leben zuwenden. And when I read this, then I imagine reading this to a very traditional Burmese monk, one of those very stern-looking monks. So, wenn ich mir vorstelle, das würde ich jetzt zitieren gegenüber einem traditionellen burmesischen Mönch, seiner ganzen Ernsthaftigkeit gegenüber seiner Praxis. This is Buddhism in the West. Das ist der Buddhismus des Westens. And then I found there was something that was popular in the US, maybe in the 1960s, a kind of therapy called Gestalt Therapy. Yes, Gestalt Therapy. Yeah, which was propagated by somebody named Fritz Perls. I believe he was originally either German or Austrian.
Yeah, but he migrated to the United States and found very congenial environment in Southern California. So in den 60er Jahren wurde eine Therapieform populär von Fritz, wie heißt der? Pelz. Pearls. Ja? Yeah, this is even, Unter dem Namen Gestalttherapie. I think, in the late 1940s already, this is what he's writing. He says that he stresses the need to be fully aware of the present moment in order to get in touch with our feelings, thoughts, and sensations as they occur from moment to moment. It's page number 4. This I want to translate correctly. 4. Ja. Also schon in den 40er Jahren hat dieser Fritz Perl geschrieben, dass Gestalttherapie die Notwendigkeit betont, völlig gewahr zu sein im gegenwärtigen Moment, als eine Art und Weise, mit Gedanken, Gefühlen und Empfindungen in Berührung zu kommen, so wie sie von Moment zu Moment erscheinen. Yeah, so I point out, like, this is the kind of language, the same kind of language that many of the contemporary teachers of Buddhist Vipassana meditation are using today. So, das ist ungefähr die gleiche Sprache, die Vipassana-Lehrer heutzutage auch verwenden. And so it strikes me that some of them might have picked it up, maybe that they didn't read Fritz Perls, but that kind of language was sort of floating in the culture of the United States already in the 1960s. So, Bhante fragt sich, auch wenn diese Leute vielleicht Fritz Perl nicht so gelesen haben, mag das vielleicht einfach schon ziemlich bekannt gewesen sein oder in die Kultur eigentlich übergegangen sein, dieses Bestreben um eben diese Erfahrung im Hier und Jetzt, in diesem Moment und die Ausrichtung auf Gewahrsein und deswegen sozusagen zum, wie würden sagen, Zeitgeist gehören. Wie nur Zeitgeist, that word Zeitgeist? Oh, the spirit of the time. Yeah, so I said it maybe all have been already part of the part of the zeitgeist. Yeah. Or part of the Weltanschauung. Yeah. Weltanschauung. Okay, so anyway, the point that or the conclusion that I came to is that this division of contemporary Western Buddhism into the two camps of traditional Buddhism and secular Buddhism is an oversimplification. So bin ich dann zu der Folgerung gekommen, dass die Einteilung in diese zwei groben Lager, traditionell und säkular, nicht zutreffend ist. And so what vereinfacht. we find instead are these three broad categories. So stattdessen finden wir diese drei, I don't know to translate, broad, grobe Kategorien. Ja. Oh. Breit gefächert, Breit gefächert, danke. Ja. Breit gefächerte Kategorien von Buddhismus. Super. And there are like many different, let's see. Yeah, I say that these three broad categories sort of intersect and blend with each other. So there are many different ways of adopting and practicing Buddhism in the West now. So, es gibt diese verschiedenen Weisen, Buddhismus anzunehmen im Westen, weil sich diese drei Richtungen überlappen und miteinander auch verschmelzen. Okay, and then I raise the question, I say, given that there are these three broad ways of practicing Buddhism, then I raise the question whether they are all equally valid as means for carrying the Buddha's teaching into the modern world. Dann stelle ich die Frage, ob diese drei Wege gleichwertige, parallele und legitime Zugänge
zum Buddhismus sind, oder hat er gesagt, im modernen Buddhismus sind? And since I consider myself something of a advocate of a more traditional approach, I say that I want to challenge the modernizing project of secular Buddhism and the rather ambivalent attitude adopted by the imminent Buddhists. Und da ich eher ein Vertreter oder Advokat des traditionellen Zugangs im Buddhismus bin, möchte ich diese Fragen des säkularen Buddhismus etwas herausfinden und und ihre Ambivalenz aufzeigen. But without falling into a rigid conservatism. Ohne dabei in einen rigorosen Konservatismus zu verfallen. And so, first taking my criticism of the secular Buddhists, what I say is that they're at fault for two errors. The first is that they discard too much that is central to the Dharma as an organic whole. So zwei Fehler sehe ich besonders, zwei Fehler im säkularen Buddhismus, in die man fällt. Das eine ist, dass man das, was wirklich zentral ist für den Buddhismus, was zu einem organischen Ganzen gehört, zu leicht aufgibt. Like once one takes that liberty to start rejecting core elements of the Buddha's teachings, then it opens Buddhism just to a whole variety of personal opinions. So wenn man diesen Kern von dazugehöriger Lehre im Buddhismus aufgibt, dann öffnet man den Buddhismus sozusagen einer großen Variation von Meinungen und Überzeugungen. Which don't have a strong enough grounding in the original root of the Dharma. Die dann eben nicht in den ursprünglichen Wurzeln des Buddha-Dharma, aus den Wurzeln des Buddha-Dharma kommen oder darin stehen. Yeah, so that is the first fault, is discarding too much. So der erste Fehler ist, zu viel abzulehnen. The second is that they place too much trust in the assumptions that naturalistic science exhausts the methods for gaining access to verifiable truth. So der zweite Fehler besteht darin, zu viel Vertrauen und Annahme oder in die Annahme zu haben, dass naturalistische Wissenschaften, what was that? Genau, dass die Erfahrung des Geistes verifizieren können. No? I say that if we're to preserve the Dhamma as a true path to liberation, we have to be very cautious about what we throw away. So wenn wir den Dharma als einen Weg bewahren wollen, der zur Befreiung führt, dann müssen wir sehr vorsichtig sein, was wir bereit sind aufzugeben vom ursprünglichen Buddhismus. Okay, and then, so that is my response to the secular Buddhists. Then I say, in responding to what I call the imminent Buddhists, I say that if we are really to responsibly represent the Dharma in its fullness and its depths, we can't just take out of the teaching the little bits and pieces that we like or that we think will be useful for others. So die Reaktion, das war eben die Reaktion auf den säkularen Buddhismus, und was die immanenten Buddhismen anbelangt, denkt er, wenn wir wirklich den Buddhismus in seiner Fülle und Tiefe repräsentieren wollen, dann können wir nicht einfach Teile und Stücke und einzelne Sachen rausnehmen, die im Moment Relevanz haben für Leute. Yeah, but instead what we have to do is to try to widen our perspectives in order to understand what I call the context in which
Buddhist practice is situated and the aim of the Buddhist path. So, um unsere Perspektive zu öffnen, müssen wir den Kontext, in which the Buddhist practice is Yeah, situated, it's situated, yeah. where I need your help. Okay. Der Kontext, in dem sich die buddhistische Praxis aufhält. Yeah. Okay, sagt ihr das was? Also, Ja, wo sie praktiziert wird, der Kontext unserer Praxis sozusagen. So just Den the müssen wir- context, you just say Yeah. we should understand the context. Genau, Yeah. Und das Und Ziel. den dann zu erweitern. ja. Und dann diesen eben zu The erweitern. context zu and the open it aim, up. yeah. Ja, und das Ziel der Praxis. Also den Sitz des Lebens, genau. Yeah, otherwise, there's the danger that the practice of Dhamma will become just maybe a very sophisticated and rather deep form of psychotherapy. Mhm. Sonst besteht die Gefahr, dass es irgendwie eine sehr diffizile Art der Selbsttherapie wird, Psychotherapie wird, genau, Selbstbehandlung. And then also a point that I made with regard to both the secular Buddhists and the imminent Buddhists, that we have to be careful not to fall into what I call a kind of cultural arrogance that tells us because we're Westerners, mostly white, middle class, well-educated Westerners, we understand the Dharma better than those dark-skinned Asians speaking different languages. Also sowohl säkularer Buddhismus als auch immanenter Buddhismus muss darin vorsichtig sein, keine kulturelle Arroganz, westliche Arroganz zu entwickeln gegenüber einem asiatischen und angenommenerweise primitiveren Buddhismus. What is the time now? Oh, you have all the time here, all the time of the But I want to world. leave time But for it's questions. And 7:30. It's 7:30. 7:30. Yeah. Okay, I did have another section, maybe I could just treat this briefly. And this is where I came to the point that as Buddhists today, whether we're following traditional Buddhism, secular Buddhism, imminent Buddhism, we still have concerns, what I call imminent concerns. This is concerns with problems that we face in everyday life. Also egal zu welchem Lager wir gehören, haben wir trotzdem mit Problemen zu tun, die mit diesem immanenten Leben zu tun haben, mit unserem täglichen Leben, dem wir begegnen müssen. And so I point out that as Buddhists focus on the problems of everyday life, there's a certain weakness in Buddhism, maybe especially prominent in Western Buddhism, and that is taking up the Dharma as just a way of enriching and deepening one's personal life, Ja. without looking out and seeing how to apply Buddhist principles and values to the task of transforming, of understanding and transforming the political, social and economic systems under which we live today. Ja. So, es gibt diese Tendenz im Buddhismus, im Westen, etwas zu praktizieren, was uns persönlich hilft und dabei auszuklammern, dass es eine gesellschaftliche Situation gibt, die auch transformiert werden muss. Die politische Situation, die Situation der Gesellschaft und sich nicht nach außen richten. Yeah, so we say that Buddhism is the way to overcome suffering, human suffering, but we also have to be concerned not only with my personal dissatisfaction, unhappiness, but with the suffering of war, hunger, poverty, political oppression, ecological damage, sexual and gender-based violence, racism, ethnic violence, sort of more systemic forms of suffering that we face today. Ja,
Also statt nur sich darauf zu beziehen, dass man persönliches eigenes Leid überwindet, gibt es auch diese Dimension, dass es eben in dieser Welt Leid gibt durch Kriege, durch Hunger, durch wirtschaftliche Ungerechtigkeit, durch Diskriminierung und sexuelle Behandlung oder Dominanz, Gender, Ungerechtigkeit oder Nicht-Akzeptanz und so weiter. Genau, der wir auch begegnen müssen. Yeah, so like two of the major virtues of Buddhism are loving kindness and compassion. But too often, Buddhists treat loving kindness and compassion as just states that they develop in the quiet of their meditation centers. So we think, may all beings be well, may all beings be happy, may all beings be free from suffering. And then we come out from the meditation hall and we think, how wonderful I feel. So, zwei wirklich typische Kennzeichen der buddhistischen Lehre sind ja die liebevolle Güte und das Mitgefühl für alle Menschen. Und dann sitzen wir da oft in einer Dharma-Halle und meditieren oder reflektieren und wünschen allen Wesen mögen alle glücklich sein und Frieden finden. Und wenn wir dann rauskommen, sagen wir uns, was für ein wunderbares Gefühl ich doch dabei habe. Okay, and so I say that Buddhism, even Asian Buddhism and Western Buddhism, have both been deficient in applying these qualities of loving kindness and compassion as motivations for concrete action to transform the social and political economic structures that create overwhelming suffering for millions and millions of people around the world. Which both groups tradition? Excuse me? Which both groups are? I say both Asian and Western ja. Buddhists. Yeah. Also sowohl westlicher als auch asiatische Buddhisten sind ungenügend in der Entwicklung einer Motivation, die zur konkreten Veränderung, zu konkretem Handeln und Beschäftigung mit Strukturen ist oder Strukturen verändert, die ursächlich sind für dieses Leid in diesen verschiedenen Formen, gesellschaftlichem Leid. And so I say that the Dhamma provides us with tools for developing a critical understanding of the great problems that we face as a global community. So der Dhamma Ja. rüstet uns aus mit Werkzeug, das ein kritisches Verständnis bewirkt, bezüglich Problemen der heutigen Gesellschaft, zum Beispiel im Klimawandel. War das Klimawandel? Noch nicht. Nicht abgezählt. Yeah, so according to the Buddha's teachings, the suffering that we face in our personal lives comes from greed, hatred, and delusion. And we could see by analogy that greed, hatred, and delusion also underlie the great systems in which we're living, the social and economic systems. So genauso, also die Ursachen für unser Leiden auf persönlicher Ebene sind Gier, Hass und Verblendung, aber analog dazu kann man auch sehen, dass diese gleichen drei Faktoren, Gier, Hass und Verblendung oder Täuschung oder Unwissenheit, eben auch den wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten zugrunde liegen oder Systemen. And so I think like one of the challenges that is facing Buddhists of all forms, whether the traditional schools, Theravada, Mahayana, Vajrayana, or traditional, secular, imminent, the challenge that we're facing is to use the tools of the Dharma in order to understand how greed, hatred, and delusion operate through these global systems, and to find ways to act, at least to help to transform those systems.
So die, in ways that will be more beneficial to humanity. ja, die große Herausforderung für alle Schulen des Buddhismus, egal ob Theravada, Mahayana, Vajrayana, ob säkularer Buddhismus, immanenter Buddhismus, traditioneller Buddhismus, ist eben diese Werkzeuge des Dharmas zu nutzen, um zu verstehen, wie in diesem System Gier, Hass und Verblendung sich auswirken und dann dies zu nutzen, um diese Veränderungen oder um Veränderungen da zu bewirken. Okay, so maybe that will be. That was a very clever summarizing. So if people have questions or comments, then please. So, Bhante will ich hiermit Schluss machen aufgrund der Zeit mit seinem Vortrag und öffnet den Raum für Fragen an ihn. Bitte fühlt euch frei, einfach zu fragen. Ja, Raupe. Vielen Dank, es war total interessant zu hören. Was ich nicht ganz verstanden habe, ist, Sie hatten den Mahayana-Buddhismus mit zu den religiösen Richtungen gezählt, wenn ich das richtig verstanden hatte. Und wenn man sich so überlegt, wie in China zum Beispiel sich Buddhismus verbreitet hat, gab es da ja auch Anpassungen sozusagen an den damaligen Zeitgeist, Daoismus oder Konfuzianismus. Und würden Sie dann auch sagen, dass das dann auch eine Verbesserung sozusagen der wahren Lehre ist? If I understood him right, please correct me. The question was whether the adoption of Buddhism in China, which was also influenced by Taoistic and other influences of that time, Confucianism, would also be comparable as an influence of, at that time, secular forms of Buddhism. Is that correct? I don't believe that Buddhism as introduced into China would have been a secular form of Buddhism. I think the possibility for a secular Buddhism only emerges when the dominant worldview is secular, which it is today. What happened in China is that when the early Buddhist missionaries brought Buddhism to China, you have to translate sentence by. Okay. I don't want you to get lost. Ja, so das ist vielleicht nicht vergleichbar, weil damals nicht das, was wir heute als säkular verstehen, vorwiegend war in China, sondern es war eine andere kulturelle Zeit und es waren andere Einflüsse. Das kann man vielleicht nicht mit säkularem Buddhismus heute vergleichen. But? Yeah, it's in a way it's a similar situation that we have today because Indian culture, Chinese culture, completely different. The Indian languages like Sanskrit, the way the grammar, vocabulary, the Chinese language, completely different. And so the Indian Buddhist missionaries had to find kind of language for presenting Buddhist ideas to the Chinese people. And so they would draw upon terms that were used by the Taoists and Confucians, but I think primarily the Taoists, in order to express Buddhist concepts. So die damalige Situation für den Buddhismus, der nach China kam, war eher, dass diese beiden Kulturen auch in Sprache und in allem so unterschiedlich waren, dass die, wenn man so will, buddhistische Missionare Konzepte oder Worte oder ein Verständnis, besonders im Daoismus, dazu benutzen mussten, um die Konzepte des Dharma dort vorzustellen oder einzuführen. Yes. Ist das korrekt? Yeah, that was in the very early period of the transmission of Buddhism to China. But as time went on, then I think the Chinese gradually acquired a better understanding of Buddhism, and then better translators came from India who were able to develop more accurate translations of Indian Buddhist texts into Chinese. Like Xuanzang? Xuanzang was actually relatively late. He's Tang Dynasty. Okay. But before that, there were especially Kumarajiva, Kumarajiva, okay. yeah, who worked together with, and then there was other translators in the early Ja.
So in der ganz frühen Zeit war das noch sehr schwierig, aber mit der Zeit kamen immer mehr indische Übersetzer, also noch nicht chinesische Übersetzer wie später, die dann in der Lage waren, das besser in die Kultur Chinas zu übertragen. Und auch in China ist der Buddhismus da gewachsen und dann ist es sozusagen mit der Zeit immer besser geworden, die Übertragung in diese andere Kultur. Kann man das so sagen? But still, that was quite different from our situation. In a way, it's analogous because you have two cultures, very different, and you have to translate the ideas from one culture to another. In that respect, they're parallel. But still, in ancient China, there was not a secular worldview the way there is today. So now it's the adoption of Buddhist concepts and presentation of Buddhist ideas against the backdrop of a secular culture and worldview. Ja, so der Unterschied ist eben, dass wir heute eine Tendenz zu einer sehr säkularen oder ich sage jetzt mal aufgeklärten Weltsicht haben, was damals in China nicht der Fall war. So die Schwierigkeit war nicht die gleiche. Also das Problem war nicht eine säkulare Welt, sondern einfach eine andere Welt. Wenn wir insofern, die sind zwar vergleichbar, dass es in beiden Situationen schwierig war, aber die Situation, die wir heute haben, ist eben, dass eine alte Weltvorstellung auf eine neue Weltvorstellung trifft und sich da sozusagen eine andere Situation ergibt. Ergänzt das gerne. Ja, Ich sage es jetzt im Englischen und dann im Deutschen. Gerne. This rejection of the so-called metaphysical terms of early Buddhism by people like Stephen, I find not convincing. Because if you look, for example, at the core metaphysical terms like karma, dharma, and rebirth, they actually have quite a verifiable meaning. A very what meaning? Verifiable meaning in the early Buddhist a verifiable sense. meaning. Karma is defined as intention and view, for example. Dharma is not so much the duty of following a particular caste rules, but it's in Ajahn Buddhadasa's view natural law and the practice according to natural law, and the fruits of this practice. So it's again a verifiable meaning. And rebirth is also defined in a very different way to reincarnation in the Brahmanic system. It's not within a hierarchy of births, but it's open, and it all depends on your practical karma, and it can be up and down. So this is rather verifiable. It's not metaphysical in my view, and I think Stephen Batchelor puts it far too much into this metaphysical category. I first put in German. You could put it in German, I can't translate it to German. Also ich habe mich auf Stephen Batchelor bezogen, der ja sehr bekannter Vertreter des säkularen Buddhismus ist, der eben dem frühen Buddhismus vorwirft, es wären sehr metaphysische Kernlehren. Und wenn man sich die aber jetzt mal genau anschaut, Karma, Dharma, Wiedergeburt, dann haben die eigentlich eine ziemlich verifizierbare Bedeutung im frühen Buddhismus. Das sind keine metaphysischen Termini. Also Karma zum Beispiel wird definiert als die Qualität der Absicht und der Ansicht und nicht der Gehorsam gegenüber bestimmten Kastenpflichten wie im brahmanischen System. Also Absicht und Ansicht, die Qualität derselben, das kann man auch ganz genau definieren, was das bedeutet. Dharma interpretiert zum Beispiel ein bekannter Thai-Meister als die Naturgesetze und die Praxis in Übereinstimmung mit diesen Naturgesetzen und die Früchte dieser Praxis. Das ist wieder sehr stark ein innerer Prozess, den man verifizieren kann. Dharma ist nicht wie im brahmanischen System ein bestimmtes hierarchisches System von Kasten, was mit bestimmten Pflichten verbunden ist, denen man sozusagen gehorsam gegenüber sein muss. Und Wiedergeburt bedeutet auch im frühen Buddhismus nicht eine Wiedergeburt in einer Hierarchie von Kasten oder Geburten, sondern ein unpersönlicher Prozess, der in jede Richtung gehen kann, vollkommen abhängig von dem eigenen Karma, also von dieser Qualität der Absicht und Ansicht. Und deswegen finde ich das vollkommen ungerechtfertigt, dass Stephen Batchelor das so sehr in diese metaphysische Kategorie packt. Yeah, I think that this word metaphysics can have at least two meanings
One is the meaning of something that's absolutely beyond the realm of any kind of verification, sort of suggesting things that are just purely objects of speculative thought. And the other meaning is just that which lies beyond the purely physical, purely material. Also es gibt diese zwei Möglichkeiten, Metaphysik zu erklären oder anzusehen. Einmal das, was so jenseits des Verifizierbaren und Erkennbaren ist, aber was irgendwie da ist. Also das ist eine Vorstellung von Metaphysik, und das andere ist einfach zu sagen, das ist jenseits des Physischen. Yeah, and then as far as verification goes, one thing I pointed out in my paper is that the workings of karma and rebirth, this is what the Buddha himself discovered on the night of his enlightenment. So, wenn es zum Beispiel um Wiedergeburt und Karma geht, das sind genau die Dinge, die der Buddha in der Nacht seiner Erleuchtung selbst gesehen hat, erfahren hat. Also, and he didn't keep it, it was not a knowledge just unique to himself, but many of the disciples who developed their meditation to very deep levels were able to gain those knowledges too. Und das war nicht auf den Buddha nur begrenzt, seine persönliche Erfahrung, sondern nach ihm viele, die wie er diese Erfahrung gemacht haben, die sogenannten Arahants, haben genau diese Erfahrung auch gemacht, dass sie früheres Leben erkannt haben und den Werdegang, karmischen Werdegang verstanden haben. Yeah, if we look in the Theragatha, the poems of the ancient monks, I did actually a search through the Pali Canon, electronic search for the line Tiso Vija Anupata. That is, the three knowledges have been obtained. I think it occurs like about 12 times. Yes. The three knowledges are the knowledge of one's past lives, the knowledge of the working of karma, and the knowledge of the destruction of defilements. I think about 12 times in the poems of the monks, and I think 6 times in the poems of the nuns. Exactly. So, Bhante hat extra mal so einen Suchlauf benutzt, Electronic. Electronic, yeah, I didn't go searching. Genau, hat er so elektronisch eingegeben, einen bestimmten Pali-Vers, der eben ausdrückt, die höheren Wissen sind erreicht. Und das ist sehr häufig in den Versen der Arahants, der verwirklichten Arahants, sogenannten Theragatha, und auch in den Versen der Nonnen, die das Ziel erreicht haben, aufgetaucht. Bei den Nonnen waren es, the Theras had it 12 times. I think it was 12. And the nuns? I think it was 6. 6 times. So 6 Mal bei den Nonnen und 12 Mal bei den männlichen Arahants ist eben dieses Bekenntnis gekommen, die 3 höheren Wissen sind erreicht. Und das sind die Wissen um die Vorleben, um das Wirken von Karma und um das Ende der Triebe. The end of the asavas. So Yeah. Oh, please. Sometimes I ask the liberation from suffering. Yeah. It means no birth and no death anymore. Yeah. So it means the end of the human being. It's the end of any kind of continued existence. Yeah. Yeah. Willst du das schnell noch übersetzen? So is it the aim of all Buddhism? Buddhists? So Let us quickly translate for the others. Yeah. Okay. So I thought like Buddha, so when monks and nuns Yeah. live in the celibacy, Yeah. so there are no children, Yeah. and even you are liberated from suffering, so that's the end of human being. So, du hast also gefragt, sag ich mal ganz schnell, ob vielleicht eine Verwirklichung des Endes des Leids das Ende der Menschheit bedeuten würde, richtig? She means the end of humanity? Yes. Yeah. So all, but the animals, they will do, Continue? they will continue to make couples and then make children. The monks and nuns? No, the animals. The animals. Which thinks that
if everyone is on the end of the road, then only the animals will reproduce beings. So enlightened society. Enlightened society. Let me use an analogy. If everybody were to have good health all the time, there would be no hospitals, no doctors, all of the hospital staff unemployed. But the answer, don't worry. So It won't be the case that all men are going to become monks, all women are going to become nuns, and humanity will die out. Just as it's not the case that all people are going to get well, yeah. and so all hospitals are going to close and all doctors are going to become unemployed. Ja, so die Analogie ist, wir wünschen uns ja alle, dass alle gesund werden und das Gesundheitswesen wird ja auch immer besser, aber die Möglichkeit, dass jemals die Krankenhäuser nicht mehr notwendig sind oder leer sind, gibt es nicht. Und genauso ist es auch mit Mönchen und Nonnen. Keine Sorge, es wird nie genügend Menschen geben, die diesen Weg einschreiten, so dass dann die Menschheit irgendwann mal etwa leer sein sollte. Das wird nicht passieren. Our problem these days is just the opposite. Too many empty rooms in the monastery. Unser Problem ist das Gegenteil, dass es zu viele leere Räume in den Klöstern gibt. Also, perhaps is that the reason how the idea of a bodhisattva was arisen? So die Frage ist das vielleicht der Grund, warum die Idee eines Bodhisattva-Weges entstanden ist? Because bodhisattva is awakened but comes back to the world. But not for the purpose of reproducing. Maybe in some form Excuse me? Maybe in some form. Yeah. I mean, of course, bodhisattvas, if they're householders, then they can have sexual relations and bear children and bring children. Yeah. But that's not the purpose No. for the arising of the bodhisattva idea. No, I mean not the purpose, but bodhisattva will be born again. So if there is no birth and no death, Yeah, if you are yeah, just liberated from suffering, yeah, so there can be no children, but bodhisattva will come back yeah, yeah, to help all sentient beings. yeah, yeah. So because it's it will continue as you said. I don't worry about that, but I think sometimes about that. What is liberation of samsara really? Yeah. So it's the idea of ancient Indian thinking, or it's what's that? So if samsara is disappeared, then there's no sentient beings. So There'll never be a case where samsara disappears. So, Yeah, I think there is. Let's see how it goes. there is no end discernible, right, of this. Yeah, he says that. Samsara I'm just trying to suffering. think if there was a simile in the suttas. But even I remember a verse in the Dhammapada which says Close and isn't that with the mountain and the close? that's to illustrate the length of the aeon. No. It says that in the Dhammapada it says even just like the birds that escape from the cage, even just few get to be reborn in heaven. Mm. So, the numbers that get to be liberated just will be like a few grains of sand on a great beach, Mm. whereas those who remain in bondage will be like the sands on the beach. Ja, so ein Gleichnis, das der Buddha, Vergleich, den der Buddha benutzt hat, war, dass eben der Sand am Ufer des Ganges viel mehr ist als nur ein paar Sandkörner, und so ist das Verhältnis von denen, die das Ziel erreichen, das sind ein paar Sandkörner im Vergleich zu denen, die im Samsara bleiben, dem viel Sand am Ufer. I do have a question, or not a question, an observation. I never thought about immanent Buddhism. First I say it in German. Was mir aufgefallen ist, bevor Bhante auf dieser Konferenz diesen Begriff immanenter Buddhismus gebraucht hat, habe ich gar nicht so richtig realisiert, dass wir tatsächlich davon sehr stark betroffen sind.
dass wir in all den Gruppen, die ich kenne, nicht nur unsere Gruppe, auch zum Beispiel Myojis Gruppe oder Buddha Talk oder wo auch immer, in welcher Tradition auch immer, dass sehr viele Menschen kommen und danach suchen, was bringt mir das? Ja? Was bringt mir das persönlich? Aber dass wir diese Schwachstelle haben, dass wir eigentlich an gesellschaftlichen Veränderungen, dass wir da kaum was auf die Beine stellen. Und das finde ich so spannend an Bantes Projekt. Now I changed English. When I heard you talking about imminent Buddhism, which was a new term for me. It was a new term for me too. Yeah. The idea even, Yeah. then I reflected that we do have that problem in all kinds of groups that I'm aware of, not only our own group Yeah. and groups that we are Yeah. we know, that people are coming to look for something for themselves. And it's Yeah, very yeah. difficult to get them motivated for political or social change. Yeah. And what I found very authentic and interesting on your side is that you not only think about this, but that you also brought up an organization that actually does the first step. Und mein letzter Satz war, was ich interessant finde, ist, dass Bhante, obwohl er aus dieser traditionellen Richtung kommt, gerade im Erkennen dieses Mangels, dass wir oft im Westen etwas für uns suchen, auf die Idee kam, eine Organisation zu gründen, die sich mit Not außerhalb beschäftigt. And I want to ask you if you can maybe share one or two words about this. Yeah, the organization that Gina Barrow is referring to is called Buddhist Global Relief. And this is an organization that I formed together with some of my students and friends back in 2008. Because during the period preceding that, I was reflecting on the same kind of problem that I mentioned in this paper, that as Buddhists, very much with like focusing on how Dharma can be of beneficial to myself, how I could deal with my own problems through the practice of Dharma, and not looking out to see how we can apply, especially the principle of compassion to the world. So, Bhante hat mal vor längerer Zeit einen Artikel geschrieben, wo er sich damit beschäftigt, dass wir im Westen sehr stark, besonders in Amerika damals wahrscheinlich, damit beschäftigt sind, wie wir glücklich werden, statt es umzudrehen und uns zu fragen, wie wir Verhältnisse für andere ändern können. Yeah, so I found out that some of my own students and friends were also thinking along the same lines. So in 2008, we got together and we formed the organization Buddhist Global Relief. And then we gave it the specific mission or purpose is to address the problem of chronic hunger and malnutrition around the world. Und dann hat Bhante festgestellt, dass einige seiner Freunde ähnlich dachten und dann haben sie sich zusammengetan in 2008 oder 2007 und 2008 und haben eine Organisation angefangen, die heißt Buddhist Global Relief, das kann man so übersetzen wie globale buddhistische Hilfe, und haben sich vorgenommen, besonders Unterernährung und einen Mangel an Nahrungsmitteln in Ländern zu bekämpfen, strukturell zu bekämpfen. So we started with through some donations from benefactors. We started with $20,000, and with that we started 3 pilot projects. And then over the years the donations have increased, and now we have regularly each year about 30 projects, around 25 to 30 projects around the world. So anfangs konnten wir ungefähr $20.000 zusammenbringen und haben mit 3 Projekten angefangen. I think in Asia, right? The first 3 projects. The first 3, one was in Burma, Vietnam and Sri Lanka. Genau, in Burma oder Myanmar, Sri Lanka und Vietnam. Und inzwischen gibt es in 15 Ländern ungefähr 30 Projekte. Yeah, but the projects are not confined only to Buddhist countries. Yeah. Like we don't discriminate on the basis of religion. And so we have projects now, of the 30 projects, quite a number in Africa, Haiti, a few in Central America, and the United States. So, and the way the projects work, like some of the projects provide direct food aid, but other projects are intended to address the causes or root causes of hunger and malnutrition. And among those root causes, one of the most major causes is the subordinate status
of girls and women in many of the traditional cultures. Also das war nicht absichtlich, dass es in 3 buddhistischen Ländern anfing, diese Arbeit. Das ist nicht beschränkt auf buddhistische Länder, sondern ohne Unterscheidung von Religion sucht diese Organisation Orte, wo Menschen Hilfe brauchen. Und das ist in Haiti, sind Arbeiten in Zentralafrika und in Zentral-Südamerika. Yeah. Und dabei ist der Fokus besonders auf Mädchen, die aufgrund von Nahrungsbeschaffung keine Ausbildung haben können und die es bestreben, diesen Mädchen Ausbildung zu geben, dass sie sozusagen in der Lage sind, sich über längere Zeit aus dieser Armut herauszubewegen. Yeah, so a lot of our projects, quite a number, are intended to improve the status of girls in these traditional cultures by giving them opportunity for education. Ja, besonders indem man dafür sorgt, dass diese Mädchen eben nicht durch Armut daran gehindert sind, eine Ausbildung zu bekommen, sondern versucht diese Mädchen darin zu fördern, dass sie eine vollständige Ausbildung bis until university, right? Oh, this is in Cambodia. Yeah, in Cambodia, we have a project with a partner organization working in Cambodia. You see, what happens in Cambodia when girls reach their teenage years, then the family considers they don't need to go to school. They have to start working. Yeah. And so, according to this project, we provide rice support to the families of these girls on condition that they allow the girls to continue in their school, in high school. Ja, so in Kambodien ist es so, dass Familien oft sagen, du brauchst keine Ausbildung, es ist Zeit, dass du hilfst, und diese Organisation verteilt Reis an diese Familien mit der Bedingung, dass die Mädchen weiter zur Schule gehen können. Yeah, so we started this particular project in 2009, and since then about 100 of those, actually I think about 95% of those girls who get food aid to their families complete high school, and about 100 of those girls, maybe even more now, have gone on to university. Also wir haben das 2009 angefangen, da in Kambodien, und erstaunlicherweise 95% aller Mädchen, denen wir geholfen haben ihre Schulausbildung beendet, und von diesen Mädchen insgesamt sind 100 zur Universität weitergegangen. Yeah, so that's just one project, but we have like about 30. A lot of them are giving like education, not only to girls, but also to poor boys and girls together. Ja, das ist nur ein Projekt. Wir haben verschiedene Projekte auch, wo natürlich auch Jungen mit unterstützt werden. Genau, in 30. In Bangladesh, we have a project like that. Vietnam, it's giving assistance to both boys and girls. Cameroon, it's interesting, there's probably no Buddhist in Cameroon. It's a small country in West Africa, but they took a picture. We provide like funds for the students in the schools, like elementary school students, to have a midday meal. And then there's a photograph which shows them holding up signs saying, "Thank you, Buddhist Global Relief, for supporting our midday meal." Also ein Projekt ist eben Kamerun, und in Kamerun gab es wahrscheinlich noch nie irgendeine buddhistische Arbeit oder eine buddhistische Vertretung, und dort werden Schulkinder darin unterstützt, einmal pro Tag eine gute Mahlzeit zu bekommen, und diese Kinder halten dann so Schilder für das Foto hoch und bedanken sich bei Buddhist Global Relief für diese Mahlzeit. Ja. Yeah, and then another sort of major type of project we support are with especially farmers to learn ecologically sustainable methods of agriculture. Ja. And most of in traditional countries, most of those farmers, probably more than 50%, are women. So ein anderes Projekt ist die Ausbildung von nachhaltiger Landwirtschaft für solche, die in der Landwirtschaft arbeiten. Ein Großteil dieser Arbeiter sind tatsächlich Frauen. So maybe, yeah, that will do for. So maybe I add
Wir haben das Thema auch ein bisschen vorbereitet. Wir wollen gerne Bhante in langfristiger Zukunft unterstützen, hier in Deutschland eine Niederlassung von Buddhist Global Relief aufzumachen. Und die Spenden dieses Abends sind für diese Arbeit gewidmet. Und wir möchten euch einladen, für diese Arbeit zu spenden, entweder durch einen Umschlag, den ihr habt, oder durch eine Überweisung an die Buddhistische Gesellschaft hier in Hamburg. Und ihr könnt gerne diese Info zu Buddhist Global Relief auch mitnehmen und das auch ein bisschen verbreiten, weil wir suchen tatsächlich Menschen aus verschiedenen Gruppen und Traditionen, die in der Zukunft mitmachen würden, so eine Arbeit hier, also eigentlich diese Arbeit hier mit einer Niederlassung zu fördern. I just said that we prepared this sheet for information and that in a far future we would like to join together with other people of goodwill to support that work as an establishment here in Germany. I have one more question. More. One more question. Okay. Could you recommend us laymen and women, lay Buddhists, to keep a balance between social activities and formal practice? Definitely, yeah. So Certainly, definitely. What do you recommend? How could we get the balance so we don't experience burnout because we are too much engaged, and because many people they are very engaged for social welfare things, but then they are burned out and they are exhausted. Ja, so that I was quickly translate the question. Also Yoshis Frage war, ob es einen Ratschlag gibt für Buddhisten, die engagiert sind, zwischen ihrer Praxis und ihrem Engagement eine Balance zu finden. Richtig? Ja. Oh, okay. So for that I'd say it's very essential to maintain first a daily practice, a daily meditation practice. So that helps to center one every day, one is getting some centering that will help preserve one's mental balance in the face of the different activities. And then periodically when opportunity arises to take time off for a retreat, even if you only have a chance to do it like one weekend, once in a while. I mean, that's all right, but if you have a chance for a longer period of retreat every year, that will sort of recharge your mental batteries. So der Vorschlag war, dass man erstmal eine regelmäßige Meditationspraxis etabliert und dass, wenn man die Zeit hat, eben zusätzliche Retreats macht, damit man die E-Mail-Batterie wieder auffüllt. Ist das richtig übersetzt? And also one has to know one's own personal limits and not overstress oneself. Yeah. Aware that if you overstress yourself, it's harmful not only to yourself, but it also limits one's ability to be of benefit to others. Dann soll man seine eigenen Grenzen gut einschätzen und nicht darüber hinausgehen. Das kann für einen selber und für andere gefährlich werden. I would like to, ich sage sie auf Deutsch, eine Frage. Ja. Ich finde, dass bei uns im Westen haben wir eben eine andere Armut. Jetzt nicht unbedingt nur die Armut, dass wir nicht genug zu essen haben, obwohl es da auch genügend Menschen gibt, die leider auch da nicht genug Möglichkeiten haben, sich zu sättigen. Aber wir haben auch die Armut des Sozialen und das soziale Sterben. Beides. Und wie können wir denn da Wege finden für unsere Gesellschaft mit dem Buddhismus, jetzt nicht nur zu sagen als Religion, sondern als als Lebensweg, als Lebensvision, heilsame Lebensvision, wie können wir denn in unserer Gesellschaft und auch in den Schulen und wie können wir da immer mehr auch Einfluss nehmen, damit gesünder gedacht wird, und mehr im Sozialen auch gedacht wird. Nicht nur aus einer Verpflichtung heraus, sondern wirklich aus einem Herzensempfinden, so wie Sie gesagt haben.
Metta wirklich im tiefen Empfinden für alle Wesen und auch pragmatisch das umsetzen können, wollen, ja, und dann nicht die Kraft verlieren, weil es zu abstrakt wird. Ja, also meine Vision von uns ist ja auch dadurch, dass wir keinen Hunger leiden müssen, was können wir beitragen, sozusagen in dieser, was können wir beitragen in dieser Welt und wie können wir das umsetzen, und würde da Buddhist Global Relief auch Möglichkeiten bieten zur Aufklärung und gemeinsam Visionssuche und so fort, weltweit. I try to translate. Ja, What is the specific Buddhist contribution to our society, which has no poverty, but socially and emotionally maybe is poor, and what would be the impact in schools and so on, and is global Buddhist global relief also involved in this? Would be that correct? Ja. No. The specific mission of Buddhist Global Relief is to address the problem of chronic hunger and malnutrition. Yeah. So die Hauptaufgabe dieser Organisation ist, sich um Hungersgebiete zu Yeah, there kümmern, will be like other, um den Westen sozusagen. other types of organizations should take on that kind of mission. Ja, es sollte andere Organisationen geben, die sich um die Nöte hier in unserer Gesellschaft kümmern. Diese Organisation ist praktisch nur für, früher hätte man gesagt, für dritte Welt. Aber sie hat auch gefragt, was Genau. man dann machen kann in dieser Genau. Armut. Part of the question of what can we do, what can Buddhism do to influence the society? That sounds like a topic for another big lesson. Hast du verstanden? Das ist eine Frage eines. Das öffnet noch einen Topf für noch einen Abend. Seid ihr damit einverstanden? But anyway, just very briefly, I Yeah. say that so much of the problems of this society, whether, I don't know, Germany from the inside, but from American society, comes from extreme individualism, Ja. the sense that each person is in a struggle against everybody else, and each group is in a conflict or competition with other groups just to get by. Ja. So ein großes Problem im Westen, zumindest in Amerika, aber ich denke auch bei uns, ist dieser Kampf und das Bestreben nach Individualität, durch die man dann einsam wird und Kompetenz, auch Gruppen zu Gruppen in Kompetenz miteinander treten. Yeah, and so looking at this from one angle, we could say that this comes from, it's almost like an extreme form of Sakaya Ditti, carried to its extreme point, where each person feels almost like in a jungle conflict with others, Ja. and that will lead to a lot of resentment against those of different races, different religions, different cultural backgrounds. Ja, also Bhante sieht in diesem buddhistischen Begriff der Ich-Illusion oder der Ich-Verhaftung, also diese moderne Gesellschaft daran leiden, dass es fast wie eine übertriebene Form der Persönlichkeitsansicht, dass wir uns immer unterscheiden müssen. Und I did miss the rest. Individualismus habe ich, glaube ich, gesagt. Ne? Ja, und das was war's? Dschungel. Jeder gegen jeden. Ah ja, im Ende ist dann praktisch jeder gegen jeden in Konkurrenz, ne? Durch diesen starken Individualismus, durch starke Persönlichkeitsansicht. Yeah, and so was there something to translate for me, or? No. Oh, so there's also this kind of attitude brings a lot of distrust also of other people. Ja. And in the United States, there's extreme levels of income and wealth inequality. Mhm. Okay, so I was coming actually to the diagnosis of this. Like one sort of underlying cause is this extreme individualism, this sense of the ego against everyone else, Yeah. in opposition to everyone else. And in a sense,
from a Buddhist point of view, this has to be replaced by the idea of the interconnectedness of everybody, that we don't exist as isolated ego entities, but all people are sort of interconnected with each other, with all of life forms, with the whole environment. Ja, so diese Tendenz zur Selbstverwirklichung, zum starken Individualismus sollte aus buddhistischer Sicht ausgeglichen werden durch das Verständnis, dass wir alle miteinander bedingt und verwoben sind. Wie nennt man Interconnectiveness? Gibt es dafür ein Schlagwort? Dass wir alle zusammengehören. Allverbundenheit oder? Allverbundenheit, ja. We don't have such a good word for interconnectiveness like in English, aber dass wir alle eigentlich miteinander zusammenhängen. Stichlatanz Interbeing ist auch nicht so schlecht, ne? Inter-Sein, genau. Richtig, genau. Yeah, interbeing is that's like a specifically Thich Nhat Hanh. Ja, exactly, ja. Though, I mean, Gegenseitige Abhängigkeit, ne? Wir sind alle gegenseitig voneinander abhängig. And then one needs, I would say, what Buddhism one of the things it can contribute is an ethical framework that doesn't depend upon the idea of like commandments coming from a divine creator who's imposing these commands, which when you have commands to be ethical, then you think that really the fun is in being unethical. Ja, genau. Also Buddhismus kann dazu beitragen, dass man Ethik auch oder einen Rahmen, ein Verständnis von Ethik bilden kann, ohne eine äußere Bezugnahme, dass man das sein muss, wie die Religion zum Beispiel. Also du darfst nicht stehen, weil das verboten ist, sondern kann einen anderen Zugang geben zu ethischem Verhalten, das aus sich heraus sich begründet. Yeah, so one thing that sort of Buddhism makes known is that acting ethically, living ethically is a true way to happiness in this life, here and now. Not just that you suffer by being moral and then you get some reward in your next life. Also statt irgendwie hier, vorhin habe ich nicht übersetzt, wenn das andere Verständnis von Ethik würde dazu führen, dass es cooler ist, unethisch zu sein. Ne? Weil der Buddhismus kann eben dazu beitragen, dass man erkennen kann, dass Ethik ein Weg ist, um selber glücklich zu werden und statt irgendwie auf eine Zukunft hinzuleben, Leben nach dem Tod zum Beispiel, macht es hier und jetzt auch Sinn, ethisch zu sein, weil es glücklicher macht. Das wäre ein Ansatz. Shall we? Yeah, because tomorrow I have to take off early in the morning, actually. Exakt. Ja, sehr früh. Back and So, würdet ihr mit Bhante noch die Widmung zusammen chanten? Ja. Diese Widmung hat unsere Gruppe zum Beispiel eigentlich von Bhante Bodhi gelernt. Ich glaube, in Deutschland chantet das niemand außer uns. Das kommt eigentlich von Bhikkhu Bodhi. This was the Akasa talk? Yeah. Okay. You started? I should start? I started, yeah. Okay. Just getting the sun directly in my eyes. Yeah. Akasa ta chabumata devanaga mahidika punyantam anumoditva shivam rakantu sasanam. Akasa ta chabumata devanaga mahidika punyantam anumoditva Chiram rakantu te sanam. Akasata chabumata deva naga mahitika punyantam anumoditva chiram rakantu mang parang. Then do you have? We have guitar. Okay, you have that one. Okay. Etavata cham hehi Sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya etavata cha amhehi
Sampadam punya sampadam, sabbe bhuta anumodantu, sabba sampati siddhya, etavata ca amhehi, sampadam punya sampadam, sabbe satta anumodantu, sabba sampati siddhya. And then do you have another one there? No, the very ending from your teacher we did not add. Like the one the Bodhis. Bhavagupadaya. Yeah. Oh, you don't have that there. Would you do that? Okay. Bhavagupadaya avici hetato hetantare satakayupapanna rupya rupicha asanya sanino dukkha pamuchantu pusantu nibuting. That means from the highest heaven down to the lowest hell, may all beings, whether those with perception, without perception, with form, without form, may they all be liberated from suffering, and may all attain the highest peace. Yeah. So I just want to add quickly, Bhante Bodhis kurzer Besuch wird eigentlich dem Thema, wie ihr merkt, richtig gerecht, aber es wird in der Uni Hamburg eine Veröffentlichung geben zu dem langen Paper. I just say that there will be one day available the longer version of your paper. Well, she put a word count limit of, I think it was 7,000 words. Yeah. So it will be not the full version that I sent to you. Ja, okay. So, ganz herzlichen Dank, Bhante Bodhi, fürs Kommen. Ganz herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Würdet ihr mit mir nochmal aufstehen und euch verantworten? This is for you. Oh, we want to show this way with Thank you very much. Okay, thank you.